Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich die vorderen Eingriffstaschen mit Münztasche für eine Jeanshose nähe. Der Tascheneingriff kann gerade oder gerundet geformt sein. Die Verarbeitung ist bei beiden Varianten so gut wie identisch. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich benötige dazu folgende Schnittteile paarweise aus Oberstoff: die Vorderhose und die Taschenbeutelbelege, einmal die Münztasche und aus Taschenfutter paarweise die Taschenbeutel, außerdem ein Kantenband für den Tascheneingriff, eine Schere, Kreide oder Markierstift sowie Stecknadeln oder Clips. Ich beginne damit, den Tascheneingriff an der Münztasche doppelt einzuschlagen. Dazu bügele ich die Oberkante an den Knipsen zur linken Seite um. Dann falte ich den Einschlag auf die Hälfte und bügle auch diese Kante um. Nun wird der doppelte Einschlag festgebügelt und anschließend festgesteckt. Die Kante wird nun mit 9 mm Abstand in kontrastfarbigem Garn durchgesteppt. Danach werden die seitlichen Kanten 1 cm breit umgebügelt. Auf dem rechten Taschenbeutelbeleg wird nun die Schablone für die Position der Münztasche auf der rechten Stoffseite aufgelegt und mit Kreide übertragen. An dieser Kennzeichnung platziere ich die Münztasche und stecke sie seitlich fest. Vor dem Aufsteppen klopfe ich die Ecken des Tascheneingriffes mit einem Hammer flach. Dabei lege ich ein Reststück vom Stoff oben drüber, um das Material an der Münztasche nicht zu beschädigen. Nun wird die Tasche an den Seiten aufgesteppt. Hier wähle ich einen Kantenabstand von 2 und 8 mm und steppe mit Kontrastgarn. Bei einem starken Höhenunterschied im Nähgut achte ich darauf, meinen Nähfuß gerade zu stellen, um mir ein schönes, gleichmäßigeres Steppergebnis zu bekommen. An der Eingriffskante schiebe ich die Nahtzugabe mit einer Schere oder Ahle nach unten, sodass der Einschlag nicht hervorschaut. Falls ihr auch Nieten in eure Hose einarbeiten möchtet, verlinke ich euch hier die Anleitung dazu. Die vorderen Belegkanten werden nun versäubert. Ich mache das mit einer Overlocknaht. Nun geht es darum, die Belege auf die Taschenbeutel aufzubringen. Ich lege die Taschenbeutel so vor mich hin, dass die linke Stoffseite nach oben sichtbar ist. Die Belege werden mit der rechten Stoffseite nach oben auf dem Taschenbeutel platziert. Dabei sollen sie an der hinteren und oberen Kante bündig liegen und mit den Knipsen aufeinander passen. Vor dem Steppen stecke ich sie an der versäuberten Belegkante fest. Die Belege werden nun mit 3 mm Abstand von der Schnittkante innerhalb der Overlocknaht aufgesteppt. Anschließend überbügle ich die aufgesteppten Belege. An der Eingriffkante der Vorderhose bügele ich nun ein Kantenband auf, um einem Ausdehnen entgegenzuwirken. Ich habe hier für die gerundete Variante ein Formband mit Fadenverstärkung gewählt. Dieses leicht schräge Band lässt sich gut in Form legen. Nun wird der Taschenbeutel am Tascheneingriff der Vorderhose angenäht. Die Vorderhose wird so bereitgelegt, dass die rechte Stoffseite nach oben sichtbar ist. Dabei wird nun der obere Taschenbeutel mit der Belegseite zur Vorderhose
am Eingriff kantengleich positioniert. Auch an Seitennaht und Bundkante passen die Schnittteile dann genau aufeinander. Der Taschenbeutel wird nun festgesteckt und mit einem Gradstich bei 10 mm Nahtbreite zusammengenäht. Bevor man die Eingriffkante wendet, ist es bei einem gerundeten Tascheneingriff wichtig, die Nahtzugabe in der Rundung einige Male bis ca. 2 mm vor die Naht hin einzuschneiden. Dabei ist es auch von Vorteil, die Einschnitte in den Lagen zu versetzen, sodass diese sich weniger nach außen drücken. Durch das Einschneiden spannt die Nahtzugabe dann nach dem Wenden des Eingriffes nicht. Bei einem geraden Tascheneingriff entfällt dieser Arbeitsschritt. Nun überbügele ich die Naht zur Taschenbeutelseite. Jetzt kann die Kante gewendet werden. Nach dem Wenden bügele ich die Eingriffkante flach und achte darauf, dass der Taschenbeutel sich an der Eingriffkante nicht zur Außenseite schiebt. So stecke ich die Kante fest. Die Kante wird mit kontrastfarbigem Garn mit 2 und 8 mm Kantenabstand gesteppt. Hier könnt ihr natürlich ganz frei nach eurem Geschmack auch mit anderen Steppbreiten arbeiten. Bevor ich den Taschenbeutel mittig zusammenfalte, schlage ich das Hosenbein an der Eingriffkante nach oben. Der Taschenbeutel wird nun mit der seitlichen Kante, an die der Beleg gesteppt ist, zur Seitennaht geschlagen und dann an der unteren Kante rechts auf rechts zusammengesteckt. Diese Kante wird mit 6 mm Nahtbreite zusammengesteppt. Der Taschenbeutel wird nun an der Naht zur rechten Seite gewendet. So liegt der Nahteinschlag innerhalb des Taschenbeutels. Die Kante wird an der Naht flach gebügelt. Anschließend wird sie mit 10 mm Kantenabstand übersteppt. So verschwindet die Nahtzugabe innerhalb dieser Stepptour und der Taschenbeutel ist von innen ganz sauber. Zu guter Letzt kann er seitlich und oben mit einer Hilfsnaht bei 5 mm Kantenabstand an das Vorderteil genäht werden. Und so sieht die fertige Tasche aus. Im folgenden Video könnt ihr schauen, wie ich einen Schlitz mit Reißverschluss nähe oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.